Hallo und willkommen im Regelvideo für Sebastian Fitzek Killer Cruise. In diesem Spiel seid ihr gemeinsam auf einer Kreuzfahrt, zu der ihr eingeladen wurdet. Euer Gönner entpuppt sich aber schnell als skrupelloser Psychopath, der auch einen Killer an Bord eingeschleust hat. Ihr habt alle Hände voll damit zu tun, die Schiffspassagiere vor dem Mörder in Sicherheit zu bringen. So beginnt ein Spiel auf Leben und Tod. Rettet euch, indem ihr gut zusammenarbeitet. Verschafft euch Zutritt zu den Schiffsdecks und löst am Ende das Rätsel, wo sich der Psychopath versteckt hält. Findet ihn, bevor euch der Killer findet. So macht ihr das Spiel startklar. Nehmt das Spielmaterial aus der Schachtel und baut zunächst das Schiff auf, indem ihr das Heck sowie den Bug nach außen klappt und die Laschen Heck 1 und Heck 2 sowie Bug 1 und Bug 2 ineinander steckt. Dreht die Schachtelunterseite vorsichtig um, schiebt Bug und Heck zum Mittelschiff, wo sie von einem Magneten gehalten werden, und stellt das Schiff in die Tischmitte. Nehmt die beiden Rätselkarten und legt sie mit der Vorderseite vor euch ab. Haltet die Lösungen auf der Rückseite verdeckt. Entscheidet euch für eines der 24 Rätsel, mit dem ihr spielen möchtet, und sucht die 12 entsprechenden Hinweiskarten heraus. Die Rätselkarte gibt euch vor, welche Hinweiskarten ihr braucht und in welche Räume des Schiffs ihr sie jeweils legen müsst. Nachdem ihr die Hinweiskarten auf dem Unterdeck platziert habt, legt ihr nun zuerst das Mitteldeck und danach das Oberdeck darüber. Dazu braucht ihr alle 24 Schiffsräume. Die 12 Schiffsräume des Mitteldecks erkennt ihr am blauen Teppichboden. Die des Oberdecks haben einen Holzboden. Jetzt braucht ihr die 8 Spielfiguren und den Killer. Steckt sie vor dem ersten Spiel in die passenden Standfüße. Stellt den Killer in einen beliebigen Schiffsraum des Oberdecks. Wählt 3 Spielfiguren mit einem weißen Hintergrund aus und stellt je eine davon in einen beliebigen Schiffsraum, aber nicht in den Raum, in dem der Killer steht. Die restlichen 5 Spielfiguren stellt ihr neben das Schiff. Ihr braucht sie später. Mischt die 48 Figurenkarten und verteilt sie verdeckt entsprechend eurer Spieleranzahl. Bei 2 Spielern bekommt jeder 6 Figurenkarten. Bei 3 und 4 Spielern bekommt jeder 4 Figurenkarten. Jeder von euch nimmt seine Figurenkarten auf die Hand. Ihr dürft sie euch nicht gegenseitig zeigen. Die restlichen Figurenkarten teilt ihr je nach Schwierigkeitsgrad in 4, 5 oder 6 gleich große Stapel auf. Nehmt jetzt pro Stapel je eine einfache und eine doppelte Killerkarte und mischt diese zunächst. Mischt dann jeweils 2 der Killerkarten in jeden Figurenkartenstapel und bildet daraus dann einen großen Nachziehstapel auf dem Feld mit dem Schornstein. Diesen Stapel dürft ihr ab jetzt nicht mehr mischen. Mischt nun alle Passagierkarten und legt sie als verdeckten Stapel auf das Feld Passagierstapel. Nun zieht ihr 4 Passagierkarten vom Passagierstapel, deckt sie auf und verteilt diese auf die entsprechenden Schiffsräume. Die Farben vom Schiffsraum und der Passagierkarte müssen dabei übereinstimmen. Sollte dabei die Passagierkarte in den Schiffsraum kommen, in dem der Killer steht, dann ist das so. Kommt die Passagierkarte in den Schiffsraum und die Bedingung darauf ist schon erfüllt, dann kommt sie in den Schachteldeckel zurück. Ihr müsst keine neue Passagierkarte nachziehen. Wann die Bedingungen erfüllt sind, erfahrt ihr gleich. Spielablauf. Ihr spielt gemeinsam gegen das Spiel. Das bedeutet, ihr gewinnt oder verliert zusammen. Sprecht euch während der Partie gut ab. Überlegt gemeinsam, wie ihr am besten vorwärts kommt. Der Jüngste unter euch beginnt. Danach spielt ihr reihum im Uhrzeigersinn. Dein Spielzug. Jeder von euch kann jede beliebige Spielfigur nutzen. Allerdings nur, wenn er die zur Spielfigur passende Figurenkarte auf der Hand hat und sie ausspielt. Bist du an der Reihe? Dann musst du mindestens eine Figurenkarte ausspielen. Du darfst aber auch mehrere Figurenkarten pro Zug ausspielen. Dabei hast du folgende 3 Möglichkeiten. Erstens, eine Spielfigur bewegen. Zweitens, Schiffsräume aufschließen. Drittens, Schlüssel im Sammelt hier die Schlüsselbereich ablegen. Du kannst in deinem Zug jede Möglichkeit mehrmals nutzen. Eine Spielfigur bewegen.
Du kannst die Spielfiguren von Schiffsraum zu Schiffsraum bewegen. Dafür hast du 3 verschiedene Bewegungen zur Auswahl. In einen benachbarten Schiffsraum ziehen. Du darfst die auf deiner Figurenkarte abgebildete Spielfigur in einen der beiden benachbarten Schiffsräume ziehen. Also in den linken oder rechten Schiffsraum neben ihrer aktuellen Position. In den angegebenen Schiffsraum ziehen. Die Hintergrundfarbe der Figurenkarte zeigt dir, in welchen Schiffsraum du die abgebildete Spielfigur ziehen darfst. Nutzt du diese Bewegung? Dann springst du mit dieser Spielfigur direkt in den entsprechenden Schiffsraum. In einen beliebigen Schiffsraum ziehen. Steht die abgebildete Spielfigur schon in dem Schiffsraum, den die Figurenkarte zeigt, dann kannst du mit dieser Figurenkarte eine Spezialbewegung machen und mit der Spielfigur direkt in einen beliebigen Schiffsraum deiner Wahl springen. Jede ausgespielte Figurenkarte kommt sofort offen auf den Ablagestapel, den ihr auf dem Swimmingpool bildet. Übrigens, es dürfen beliebig viele Spielfiguren im selben Schiffsraum stehen. Schiffsräume aufschließen. Ihr wollt in die unteren beiden Decks? Dann müsst ihr die darüber liegenden Schiffsräume erst aufsperren. Ihr schließt also zuerst das Oberdeck und danach das Mitteldeck auf. Aber ihr müsst nicht alle 12 Schiffsräume des Ober- und Mitteldecks aufschließen. Jeder der 12 Räume eines Decks hat eine andere Kombination aus 2 Schlüsseln unterschiedlicher Farbe. Auf jeder Figurenkarte seht ihr einen Schlüssel einer bestimmten Farbe. Zum Aufschließen benötigt ihr für jeden Schiffsraum 2 passende Schlüssel. Wann könnt ihr den Schiffsraum aufschließen? Bevor ihr einen Schiffsraum aufschließt, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein. Es muss mindestens eine Spielfigur in diesem Schiffsraum stehen, egal welche. Der Killer darf nicht in diesem Schiffsraum stehen. Es darf auch keine Passagierkarte in diesem Schiffsraum liegen. Ihr müsst 2 zum Schiffsraum passende Schlüssel ablegen. Hast du die passenden Schlüssel? Dann lege die beiden entsprechenden Figurenkarten auf den Ablagestapel. Jetzt hast du den Schiffsraum aufgeschlossen. Hebe darauf stehende Spielfiguren an. Nimm dir den Schiffsraum und lege ihn mit der Bildseite nach oben ab. Stelle die Spielfiguren anschließend in den Schiffsraum des soeben geöffneten Decks. Sammelt die geöffneten Schiffsräume in 2 Stapeln. Macht einen für das Oberdeck und einen für das Mitteldeck. Du kannst zum Aufschließen eines Schiffsraumes sowohl deine Figurenkarten auf der Hand als auch die gesicherten Schlüssel verwenden. Was gesicherte Schlüssel sind und wie es mit dem geöffneten Schiffsraum weitergeht, erfahrt ihr gleich. Schlüssel im Sammeltier die Schlüsselbereich ablegen. Du kannst in deinem Zug beliebig viele Figurenkarten offen in den Sammeltier die Schlüsselbereich legen. Diese Figurenkarten stehen euch als gesicherte Schlüssel zur Verfügung. Jeder von euch kann diese gesicherten Schlüssel in seinem Zug verwenden. Es dürfen beliebig viele Figurenkarten im Sammeltier die Schlüsselbereich liegen. Ihr dürft sie nur noch als Schlüssel verwenden. Ihr könnt damit keine Spielfiguren mehr bewegen. Hast du einen solchen Schlüssel verwendet, dann lege die entsprechende Figurenkarte auf den Ablagestapel. Das Ende deines Zuges. Hast du mindestens eine Figurenkarte ausgespielt und möchtest keine weiteren mehr ausspielen, dann ist dein Zug zu Ende. Anschließend ziehst du so viele Figurenkarten einzeln nacheinander vom Nachziehstapel nach, bis du wieder deine ursprüngliche Anzahl an Karten auf der Hand hast. Hast du dabei eine Killerkarte gezogen? Dann musst du sie sofort ausspielen und offen auf den Ablagestapel legen. Zieh den Killer entsprechend im Uhrzeigersinn weiter. Je nach Killerkarte läuft er einen oder 2 Schiffsräume weiter. Was passiert, wenn der Killer dabei auf Figuren oder Passagiere trifft, erklären wir gleich. Danach ziehst du, je nach Killerkarte, 1 bzw. 2 Passagierkarten vom Passagierstapel und legst sie in die entsprechenden Schiffsräume. Auch falls dort der Killer steht. Es können mehrere Passagierkarten in einem Schiffsraum liegen. Für jede gezogene Killerkarte ziehst du eine weitere Figurenkarte nach. Ist der Nachziehstapel der Figurenkarten aufgebraucht, dann dreht den Ablagestapel um. Legt ihn ohne zu mischen direkt auf das Feld mit dem Schornstein.
Der Killer trifft eine Spielfigur. Ihr solltet nie mit einer Spielfigur in den Schiffsraum ziehen, in dem der Killer gerade steht. Und achtet möglichst darauf, dass der Killer nicht in den Schiffsraum einer Spielfigur kommt. Passiert es doch, geschieht Folgendes. Betritt oder durchquert der Killer einen Schiffsraum und trifft dabei auf mindestens eine Spielfigur, überrascht er all diese und verletzt sie leicht. Nehmt die jeweilige Spielfigur aus dem Raum, legt sie in den Schachteldeckel und ersetzt sie durch ihr rot umrandetes Double. Achtet jetzt besonders darauf, dass der Killer die verletzten Figuren nicht noch einmal erwischt. Passiert das doch, dann lässt er dieses Mal keine Gnade walten und eliminiert die Spielfigur. Sie ist aus dem Spiel und kommt in den Schachteldeckel zurück. Ihr habt jetzt eine Spielfigur weniger zur Verfügung. Die Figurenkarten dieser Spielfigur könnt ihr ab jetzt nur noch als Schlüssel verwenden. Der Killer findet Passagiere. Betritt oder durchquert der Killer einen Schiffsraum, in dem eine oder mehrere Passagierkarten liegen? Dann müsst ihr all diese Passagierkarten auf die Killerseite drehen und auf ein freies „Er kriegt euch" Feld legen. Sobald der Killer mindestens 5 davon gesammelt hat, habt ihr sofort verloren. Ebenfalls verloren habt ihr übrigens, wenn der Stapel der Passagierkarten aufgebraucht ist. Also lasst euch nicht zu viel Zeit. Passagiere vor dem Killer retten. Ihr könnt mit Hilfe der Spielfiguren die Passagiere retten. Jede Passagierkarte steht für einen Passagier. Um einen Passagier zu retten, müsst ihr die Bedingungen auf der Passagierkarte erfüllen. Es gibt 3 verschiedene mögliche Bedingungen. Erstens Spielfigur. Die abgebildete Spielfigur muss in dem Schiffsraum stehen, in dem diese Passagierkarte liegt. Zweitens Schiffsraum. Ihr müsst diese Passagierkarte in den darauf abgebildeten Schiffsraum bringen. Drittens Teamwork. Es müssen 2 beliebige Spielfiguren in dem Schiffsraum stehen, in dem diese Passagierkarte liegt. Habt ihr die Bedingung erfüllt? Dann nehmt die entsprechende Passagierkarte aus dem Schiffsraum und legt sie zurück in den Schachteldeckel. Passagierkarten mitnehmen. Steht eine Spielfigur im selben Schiffsraum wie eine oder mehrere Passagierkarten? Dann kann sie genau eine Passagierkarte bei ihrer Bewegung mitnehmen. Legt die Passagierkarte im neuen Schiffsraum ab. So habt ihr den Passagier zumindest erstmal aus der aktuellen Gefahrenzone gebracht. Ist die Bedingung der Passagierkarte jetzt erfüllt, kommt sie in den Schachteldeckel zurück. Der Passagier ist gerettet. Was passiert mit den offenen Schiffsräumen? Ihr habt einen Schiffsraum aufgeschlossen? Das ist sehr gut. Je nach Deck habt ihr unterschiedliche Aufgaben zu erfüllen. Was passiert im Mitteldeck? Eure Aufgabe ist es, den Vermissten zu finden. Das ist eure 4. Spielfigur, die noch nicht im Spiel ist. Zunächst müsst ihr 4 Schiffsräume im Oberdeck aufschließen. Erst dann könnt ihr den Vermissten befreien. Habt ihr 4 Schiffsräume vom Oberdeck geöffnet? Dann nehmt den Stapel mit den 4 Schiffsräumen vom Oberdeck und dreht ihn um. Ihr seht nun Buchstaben und Linien. Die Buchstaben stehen für die Schiffsräume. Sucht den Buchstaben des ersten Schiffsraums, den ihr geöffnet habt. Folgt der Linie und landet so bei einem anderen Buchstaben. Starten mit diesem Buchstaben auf dem zweiten geöffneten Schiffsraum. Ab jetzt spielt der Buchstabe auf der Vorderseite keine Rolle mehr. Ihr greift für die nächsten 3 Schiffsräume immer den Buchstaben aus der letzten Reihe auf und folgt den Linien zum 4. geöffneten Schiffsraum. Habt ihr den letzten Buchstaben erreicht, dann befindet sich der Vermisste in dem Schiffsraum, der zu diesem Buchstaben passt. Jetzt müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein. Dieser Schiffsraum im Oberdeck muss aufgeschlossen sein. Mindestens eine Spielfigur muss in diesem Schiffsraum stehen. Der Killer darf hier nicht stehen. Erst dann dürft ihr den Vermissten, eure 4. Spielfigur, in diesen Schiffsraum stellen. Was passiert im Unterdeck? Als nächstes müsst ihr den Psychopathen im Unterdeck finden. Dafür müsst ihr die Schiffsräume des Mitteldecks aufschließen, um ins Unterdeck zu kommen. Im Unterdeck findet ihr Hinweiskarten. Habt ihr einen Schiffsraum zum Unterdeck aufgeschlossen? Dann nehmt den Hinweis, deckt ihn auf
lest ihn laut vor und legt ihn offen in diesen Schiffsraum zurück. Im Laufe der Partie sammelt ihr immer mehr Hinweise. Sie geben euch Aufschluss darüber, wo sich der Psychopath im Unterdeck befindet. Ihr wisst, wo der Psychopath steckt? Habt ihr aus eurer Sicht genügend Hinweise gesammelt? Dann kommt es zum Showdown. Zieht mit einer beliebigen Spielfigur in den Schiffsraum, wo ihr den Psychopathen vermutet. Selbstverständlich muss der Schiffsraum bis zum Unterdeck aufgeschlossen sein und der Killer darf nicht hier stehen. Nehmt nun die Rätselkarte und schaut euch die Lösung an. Stimmt eure Lösung mit der Lösung auf der Rätselkarte überein? Glückwunsch! Ihr habt den Psychopathen gefunden. Der Killer kann euch nichts mehr anhaben. Ende gut, alles gut. Die Lösungen stimmen nicht überein? Oh je! Ihr seid dem Psychopathen auf den Leim gegangen. Ihr habt das Spiel verloren. Das Spiel ist aus. Ihr gewinnt das Spiel nur, wenn ihr den Psychopathen im Unterdeck findet. Verlieren könnt ihr hingegen auf verschiedene Arten. Ihr verliert, wenn 5 Passagierkarten auf den Er-kriegt-euch-Feldern liegen oder der Passagierstapel aufgebraucht ist. Ihr habt auch verloren, wenn der Psychopath in einem anderen Schiffsraum ist, als ihr vermutet habt. Oder wenn der Killer all eure Spielfiguren erwischt hat. Bei Fragen und für Beispiele schaut bitte in die Spielanleitung. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit Sebastian Fitzek, Killer Cruise.